Ihr kennt es vielleicht, dieses Gefühl, man geht in den täglichen To-Dos unter, bekommt nichts wirklich erledigt und wenn, dann ist das mit extrem viel Stress verbunden. Ihr seid am Ende des Tages völlig erledigt und vor allem auch unzufrieden. Im heutigen Video habe ich ein paar Tipps zusammengesucht, wie das eventuell nicht mehr passieren kann bei euch. Denn was da meistens fehlt, ist eine geregelte Tagesstruktur und so ein paar bestimmte Gewohnheiten, die einem den Alltag so ein bisschen erleichtern können. Wie das genau aussieht, erfahrt ihr jetzt. Wie immer freue ich mich über einen Daumen nach oben von euch und schreibt mir auch gerne etwas Liebes in die Kommentare. Ich freue mich immer darüber, von euch zu hören. Mit das Wichtigste in einem geregelten und stressfreien Alltag sind einfach feste Routinen. Ich habe zu den sämtlichen Vorteilen von Routinen mal ein ganz eigenes Video gedreht, findet ihr hier. Mit Routinen schafft ihr es aber vor allem, euren Alltag zu entstressen und zu entzerren. Denn irgendwann gehen euch diese täglichen Aufgaben, die ihr in eure Routine aufnehmt, sozusagen ins Blut über und ihr macht die ganz automatisch, ohne groß darüber nachzudenken. Insbesondere eine feste Morgenroutine, Abendroutine und Putzroutine finde ich besonders wichtig. Eine sinnvolle Morgenroutine beinhaltet es, sich morgens anzuziehen, fertig zu machen, die Kinder anzuziehen und fertig zu machen, frühstücken, Geschirrspüler ausräumen, Betten machen und eine Ladung Wäsche anschmeißen. Die Abendroutine sollte beinhalten, die Küche aufzuräumen, alles dreckige Geschirr vom Abendessen kochen und vom Abendessen selber in die Geschirrspülmaschine räumen, wenn sie voll ist, diese anschalten, alles, was nicht mehr passt oder große Töpfe mit der Hand zu spülen, abzutrocknen und wegzuräumen, einmal durch die Spüle zu wischen und sauber zu machen, den Herd und die Oberflächen abzuwischen, in den übrigen Räumen alles an seinen Platz zu räumen, was nicht an seinem Platz ist, sozusagen die Grundordnung wiederherstellen und die abendliche Pflegeroutine, die finde ich halt auch immer ganz wichtig, weil das wird gerne, geht dann halt gerne unter bei den ganzen Sachen, die halt für den Haushalt draufgehen. Aber an sich selber darf man auch denken, ja. Ich mache die Küche und Ordnung und so weiter, mache ich zwischen Abendessen und Bettgehzeit. Das ist dann die Zeit, wo mein Sohn spielt. Das dauert bei mir vielleicht Maximum 15 Minuten, 20 Minuten, wenn ich viel Geschirr benutzt habe oder viele Töpfe und so weiter beim Kochen. Es ist halt unterschiedlich, aber in der Regel übersteigt das keine 20 Minuten. Das heißt, ich habe dann auch immer noch Zeit, um mit meinem Sohn zu spielen, bevor er dann bettfertig gemacht wird. Und wenn er dann im Bett ist, dann kümmere ich mich um meine Pflegeroutine, die abendliche Pflegeroutine. Wenn mein Sohn einen Badetag hat, das macht er nämlich auch abends, dann mache ich aber diese Pflegeroutine, während er in der Badewanne sitzt. Das ist nämlich auch eine ganz gute Möglichkeit, um diese Zeit zu nutzen. Es gibt auch noch andere Arten, wie man diese Zeit nutzen kann, komme ich später nochmal drauf. Und ihr wisst, dass ich für die Pflegeroutine schon seit Ewigkeiten die Produkte von Yepoda benutze. Ihr kennt meine Favoriten, ihr kennt meine Pflegeroutine. Deswegen gehe ich da heute nicht drauf ein. Aber es gibt etwas Neues von Yepoda und zwar Gesichtsmasken. Die Yepoda Moments. Das sind Sheet Masks, die in so einem Täschchen hier kommen. In einem Täschchen sind 5 Stück drin und es gibt insgesamt 3 verschiedene Masken. Ich habe hier The Recovery Moment, die Feuchtigkeit spendet, die Haut beruhigt und wiederbelebt. Und dann habe ich hier The Timeless Moment. Auch diese hier spendet Feuchtigkeit und hat einen Anti-Aging-Effekt. Und es gibt auch noch eine dritte, The Rescue Moment, die Haut auch noch peelt. Das sind keine Masken, die ich jetzt trage, während mein Sohn in der Badewanne ist. Da nehme ich dann The Sea-Tox von Yepoda. Aber diese hier nutze ich dann, wenn ich gehe vielleicht so 1- bis 2-mal die Woche im Moment abends baden, weil das halt für mich so ein richtig schöner, entspannender Moment ist und halt auch, weil ich schwanger bin, halt auch so, alles so ein bisschen entlastet und so ein bisschen die Schmerzen nimmt. Und wenn ich dann abends bade, dann nutze ich eine dieser Masken für 15 Minuten. Dabei lese ich dann auch und das ist halt wirklich so der absolute Entspannungsmoment für mich und ich genieße das sehr. Und auch die Pflegewirkung, ich bin da sehr zufrieden mit. Die Haut fühlt sich danach so extrem mit Feuchtigkeit versorgt an. Also meine Haut saugt das halt so richtig krass auf und die Haut ist danach auch richtig schön gepflegt. Ich mag das wirklich sehr. In diesen Sachets, wo dann halt diese Sheetmasken drin sind, da steckt auch richtig viel Serum drin. Das heißt, ihr könnt auch tatsächlich ein Sachet mehrmals oder 2-mal benutzen. Das reicht für
2 Anwendungen. Und das Besondere, sowohl die Masken als auch die Verpackungen sind 100% biologisch abbaubar. Und die Masken beinhalten wie die anderen Produkte von Yepoda auch natürlich keine schädlichen Inhaltsstoffe. Schaut euch gerne mal um, wenn das für euch interessant ist. Ich habe wieder einen Code für euch heute. Und zwar mit dem Code 30PIA spart ihr 30% auf eure ganze Bestellung. Schaut da gerne mal in der Infobox vorbei, da findet ihr den Link zu Yepoda. Aber zurück zu den anderen Routinen, nämlich zur Putzroutine. Und da muss natürlich jeder für sich selber gucken, wie er diese Routine oder was für eine Art von Putzroutine er in seinen festen Alltag einbringen kann, was für jeden individuell möglich ist. Ich handhabe das so, ich mache jeden Tag unter der Woche ein bisschen, jeden Tag circa 30 Minuten. Jeder Wochentag hat eine feste Aufgabe zugeordnet bei mir, also ich arbeite nach Putzplan, weil ich persönlich damit am besten zurechtkomme und sich das auch am besten in meinen Alltag integrieren lässt. Wer auch nach einer anderen Art von Putzplan putzen möchte, für den ist die Fly Lady Methode vielleicht etwas, auch da habe ich mal ein Video zu gemacht, verlinke ich euch auch hier oben. Ich mache das morgens, vielleicht passt es für euch aber besser, das abends zu machen. Oder unter der Woche passt es für euch einfach überhaupt nicht, dann nehmt ihr euch immer den Samstag oder immer den Sonntag vor und sucht euch da gezielt die Sachen raus, die ihr macht. Nehmt euch 1 Stunde beispielsweise Zeit, um das dann zu machen, aber das Wichtige ist halt, dass ihr da auch wirklich eine Routine reinbekommt, dass das wirklich eine feste Sache ist, die immer so gemacht wird. Irgendwann ist das nämlich halt voll in euch drin und ihr könnt gar nicht mehr anders und ihr merkt, dass euer Alltag dadurch wirklich um einiges leichter wird. Wer sich eine tägliche To-Do-Liste macht, der vergisst nichts Wichtiges mehr. Immer zu Beginn einer neuen Woche plane ich mir die ganze Woche. Ich schreibe mir auf, was ich an welchem Tag mache, sowohl beruflich als auch privat schreibe ich mir alles auf. So hat man immer einen Überblick, was gemacht werden muss und man vergisst nichts Wichtiges mehr. Hier aber ganz wichtig, Prioritäten setzen. Wenn ihr wisst, dass der Dienstag sowieso schon voll ist, weil ihr entweder lange arbeiten müsst oder irgendwelche Nachmittagsaktivitäten mit den Kindern anstehen dienstags, dann packt ihr euch den Dienstag natürlich nicht so voll. Im Sinne von mit zusätzlichen To-Dos, die an diesem Dienstag dann noch erledigt werden müssen. Plant wirklich nur so viele To-Dos für einen Tag, wie es realistisch ist, wie ihr auch wirklich umsetzen könnt. Es bringt überhaupt nichts, wenn man an einem Tag 3 verschiedene To-Dos anfängt, aber keins wirklich abschließt. Lieber setze ich mir dann nur 1 auf die Liste, dass ich dann noch wirklich beenden kann an diesem Tag, weil alles andere finde ich absolut unzufriedenstellend und stresst mich dann wiederum nur. Ich nutze einen Terminplaner, in den ich alles mit der Hand reinschreibe und liebe den auch wirklich sehr. Aber ich habe trotzdem zusätzlich einen digitalen Kalender. Das aus dem einfachen Grund, weil mein Mann und ich beide darauf Zugriff haben. Wir beide alle unsere Termine, also nicht so die täglichen To-Dos, aber feststehende Termine dort eintragen. Und die Termine werden dann halt synchronisiert. Wir nutzen dafür ganz schlicht den Google-Kalender. Auf unserem Handy ist das, glaube ich. Wir haben dann einen extra Account eingerichtet, mit dem wir dann halt da bei diesem Google-Kalender angemeldet sind, sodass wir beide mit diesem Account darauf Zugriff haben. Und da steht alles drin. Also da stehen alle Geburtstage drin, da stehen alle Feierlichkeiten drin, da stehen alle Kita-Schließtage drin. Und da stehen halt auch sonstige Termine drin, die man hat, Arzttermine, irgendwelche auswärtigen Termine, wo man einfach nicht da ist und so weiter. So weiß der andere nämlich immer Bescheid, was Sache ist, und wenn man dann nämlich irgendwie einen Termin koordinieren muss, kann man dann einfach kurz nachgucken und um zu schauen, okay, entweder der andere hat da auch Zeit, wenn es ein gemeinsamer Termin ist beispielsweise, oder der andere ist zu dem Zeitpunkt zu Hause und kann sich dann möglicherweise um unseren Sohn kümmern. So kommt es halt einfach nicht mehr zu Terminüberschneidungen und zu Stress oder dass man dann halt kurzfristig dann doch wieder Termine verschieben oder absagen muss und so weiter. Macht euch euren Alltag leicht, indem ihr euch abends gemütlich auf euer Sofa setzt und 7 Gerichte im Voraus plant, die ihr in der kommenden Woche kochen werdet. Heißt Speiseplanung. 7 Tage, 7 Gerichte, darauf basierend eine Einkaufsliste, kauft für diese Gerichte ein. Und ich garantiere euch, es wird euren Alltag um ein vieles erleichtern. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch direkt feste Wochentage den einzelnen Gerichten zuordnen. Das mache ich nicht. Ich mache das dann immer so nach Lust und Laune. Aber es stehen mindestens immer 6 bis 7
teilweise auch mehr Gerichte bei uns fest. Ihr müsst euch nicht mehr täglich die Frage stellen, was koche ich heute? Ihr müsst nicht nochmal schnell zum Supermarkt rennen, weil für das Gericht, das ihr euch dann für den Tag überlegt habt, ja, noch was fehlt. Da fehlt eine Zutat, müsst ihr noch schnell besorgen. Ihr habt alles zu Hause, ihr könnt direkt loslegen zu kochen. Ihr müsst nicht groß überlegen, was. Im gleichen Zug mit der Speiseplanung empfehle ich gerne Meal Prep. Man kann natürlich alle Gerichte für eine Woche auch direkt vorkochen, wenn man das denn möchte. Es reicht aber auch schon, einfach so ein paar kleine Sachen direkt einfach vorzubereiten. Ich mache das sehr häufig für mein Mittagessen, da ich ja von zu Hause aus arbeite und mir dann immer was Kleines zum Mittag mache, meistens irgendwie einen Salat. Beispielsweise, wenn man Salat eingekauft hat, den schon direkt waschen und klein schneiden, trocknen lassen in eine Box. Und wenn man dann Salat essen möchte, muss man da gar nicht mehr viel für machen. Man hat den schon fertig, muss das einfach nur ja in eine Schüssel und ein bisschen davon, eventuell schnibbelt man sich noch ein bisschen Gurke rein oder so. Essigöl dran, Salz und Pfeffer und fertig. Aber vor allem, ganz, ganz wichtig, bereitet euch im Voraus ein richtiges, gutes Frühstück zu. Ich bin fest davon überzeugt, dass das Frühstück tatsächlich mit einer der wichtigsten Mahlzeiten am Tag ist. Ich weiß, es geht nicht allen so, aber wenn es euch so geht, dass ihr wirklich frühstücken müsst, um gut durch den Tag zu kommen, bereitet euch im Voraus ein Frühstück zu. Ich habe da schon mal ein ganz eigenes Video zu gemacht mit Rezepten, also Frühstücksrezepten, die man auch super im Voraus zubereiten kann und die man dann im Kühlschrank aufbewahren kann. Entweder ihr macht mehrere auf einmal direkt oder jeweils immer am Vorabend. Ich sage euch, dadurch wird euer Morgen einfach um ein Vielfaches entspannter, weil ihr habt ein Frühstück direkt zur Hand, ihr müsst nicht noch groß was zubereiten. Und vor allem ist es halt auch ein gutes Frühstück und etwas, das ja dann auch wirklich ein bisschen vorhält und nicht einfach ein paar Cornflakes kurz in die Schüssel, ein bisschen Milch dran. Außerdem nochmal zum Thema Abendessen. Ja, wenn ihr eine Soße beispielsweise kocht oder eine Suppe oder generell ein Gericht, das sich auch gut einfrieren lässt, dann bereitet direkt die doppelte Menge davon zu und friert dann die zweite Hälfte sozusagen ein. So schlagt ihr im Prinzip direkt 2 Fliegen mit einer Klappe. Mit minimal mehr Aufwand habt ihr direkt für 2 Tage gekocht. Das heißt, an einem Tag, wo ihr keine Zeit mehr habt, habt ihr schon was vorbereitet und müsst es einfach nur noch auftauen. Eine Videoidee übrigens nur um das Thema Essensvorbereitung am Abend, wie man sich das so auch so ein bisschen ja entzerren kann, entstressen kann und so weiter. Da habe ich eine Idee im Kopf. Das Video wird demnächst kommen. Das heißt, wenn ihr das nicht verpassen möchtet, nicht vergessen zu abonnieren. Ich habe schon gesagt, wenn man am Morgen mehr Zeit hat, ist das einfach eine unfassbare Erleichterung für den Alltag. Und deswegen auch meine Empfehlung, bereitet am Abend schon das vor, was geht, was ihr für den nächsten oder was ihr am nächsten Morgen braucht. Das heißt, sucht euch eure Sachen raus, sucht die Sachen für die Kinder raus, packt eure Taschen, packt die Schultaschen für die Kinder, Frühstück vorbereiten natürlich. Bereitet auch schon mal die Kaffeemaschine vor. Ja, macht da schon mal Wasser und Kaffeepulver rein, falls ihr jetzt nicht irgendwie eine Kapselmaschine habt oder was auch immer. Macht es euch so einfach wie möglich für den Morgen. Kinder ein bestimmtes Alter erreicht haben, wenn die in der Badewanne sind, beschäftigen die sich da meistens selber. Also zumindest ist das bei uns so. Das heißt, das ist eine Zeit, die ich halt auch ganz gut nutzen kann. Natürlich bin ich mit im Bad. Ja, also ich lasse ihn nicht alleine in der Badewanne sitzen, das wäre mir zu unsicher. Aber ich habe schon gesagt, entweder kümmere ich mich um meine Pflegeroutine oder was ich auch mache, ist, wenn ich es morgens beispielsweise nicht geschafft habe, aus welchem Grund auch immer, einmal kurz durchs Waschbecken zu wischen oder die Toilette sauber zu machen oder was auch immer. Also solche Tätigkeiten im Bad lassen sich dann in dieser Zeit eigentlich auch immer ganz gut unterbringen und man spart einfach diese Zeit dann halt woanders. Also Zeit, die man sowieso im Badezimmer verbringt, kann man dann halt auch für solche Sachen ganz gut nutzen, wie ich finde. Das leidige Thema Wäsche ist ja auch so eine Sache. Ja, es gefällt uns allen eigentlich nicht, aber es muss halt nun mal gemacht werden. Beim Wäschesortieren, finde ich, kann man es sich nämlich auch richtig schön einfach machen und dadurch nämlich Zeit im Alltag sparen, nämlich indem man direkt beim Ausziehen sozusagen seine Wäsche sortiert. Das heißt, pro Waschgang oder pro Wäschefarbe, was auch immer, hat man einen Wäschekorb, einen für Helles, einen für Dunkles, einen für Kochwäsche etc., was man da nicht alles hat. Und während man ja diese Sachen auszieht, sortiert man das direkt in den jeweiligen Korb zu. Und so muss man dann nämlich nicht erst noch am Morgen, wenn man dann die Waschmaschine anschmeißen will, alles auskippen und dann erstmal groß mühselig sortieren.
Ich nehme mal einfach das ganze Ding und schmeiße das so in die Waschmaschine. Falls auch ihr noch weitere Tipps habt, schreibt es gerne in die Kommentare und ich hoffe, dieses Video war hilfreich für euch. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche zum nächsten Video wiedersehen und ich sage bis dann. Tschüss!